Heute vor 104 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von feigen Freikorpssoldaten brutal ermordet. Die SPD-Regierung unterstützte den politischen Mord, weil sie fürchtete, dass sich die Revolution mit den beiden Sozialisten an der Spitze wie zuvor die Oktoberrevolution in Russland gegen den Kapitalismus selbst richten würde. Denn Liebknecht und Luxemburg hatten schon lange vor Ausbruch des Kriegs verstanden, dass der Kapitalismus zum Weltkrieg führt. Nur mit dem Kapitalismus zugleich kann der Militarismus fallen, erklärte Liebknecht etwa 1907, wofür er umgehend wegen Hochverrats zu 1,5 Jahren Festungshaft verurteilt wurde. Für Luxemburg und Liebknecht war klar, dass die Barbarei des Weltkriegs nur durch die internationale und unabhängige Mobilisierung der Arbeiterklasse auf der Grundlage eines sozialistischen Programms gestoppt werden konnte. Und sie widmeten ihre gesamte politische Arbeit diesem Ziel. Nicht nur gegen den Kaiser und seinen Staat, sondern auch gegen die SPD-Führung, die am 4. August 1914 den Kriegskrediten und damit den Massenschlachten des Weltkriegs zugestimmt hatte. Luxemburgs scharfe Schriften gegen Bernstein, die Kriegspolitik der SPD und die Zentristen der USPD machten sie zum unbestrittenen theoretischen Kopf der revolutionären Sozialdemokratie. Liebknechts Mut und Entschlossenheit verkörperten die unversöhnliche Opposition der sozialistischen Bewegung gegen Militarismus und Krieg. Der brutale Mord an diesen herausragenden Persönlichkeiten markierte eine neue Stufe der konterrevolutionären Gewalt, der noch tausende kommunistische Arbeiter zum Opfer fielen und die schließlich in der Machtübernahme der Nazis gipfelte. 6 Jahre später führte der Kapitalismus erneut zum Weltkrieg, wie es Liebknecht und Luxemburg kurz vor ihrem Tod vorhergesehen hatten. Heute stellen sich dieselben Fragen in aller Schärfe. Deutsche Panzer rollen wieder gegen Russland und die Bundesregierung treibt die größte Aufrüstung seit Hitler voran. Die Gefahr eines nuklearen Weltkriegs war noch nie so groß wie heute. Und mit diesem Militarismus kommt auch der braune Schmutz der Vergangenheit wieder hoch. Die Sozialistische Gleichheitspartei stellt sich den Kriegstreibern entgegen. In der Tradition Luxemburg und Liebknechts und als deutsche Sektion des Internationalen Komitees der 4. Internationale führen wir unseren Wahlkampf in Berlin als Teil einer internationalen sozialistischen Bewegung gegen den Krieg. Wir wenden uns gegen die Kriegsparteien und insbesondere diejenigen, die versuchen, ihre militaristische Politik ausgerechnet mit dem Gedenken an Luxemburg und Liebknecht zu verschleiern. Wenn etwa der Spitzenkandidat der Linkspartei, Klaus Lederer, heute wieder hier ans Grab pilgert, ist das eine Verunglimpfung übelster Art. Lederer drängt nicht nur auf deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, sondern diffamiert auch jede Kritik daran als offene Komplizenschaft mit Putin. Das ist die gleiche Sprache, die die SPD-Führung und die Deutschnationalen im Ersten Weltkrieg gegen Liebknecht vorbrachten. Sie warfen ihm gemeinsame Sache mit dem russischen Zaren vor, den es doch im Namen des Fortschritts Europas zu bekämpfen gelte. Liebknecht antwortete: Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland. Der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Land gilt es für das deutsche Volk zu bekämpfen. Zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht. Für eben diese Perspektive des internationalen Sozialismus streiten wir heute. Und deshalb stimmt gegen die Kriegsparteien. Sozialismus statt Barbarei, wählt SGP.